Ja, und wir starten hier rein mit Nordex und die Aktie erholt sich doch recht deutlich heute nach einem ziemlich kräftigen Rücksetzer, den wir gesehen haben. Aber auch hier müssen wir einfach reinschauen, was ist denn das für eine Chartstruktur, die wir hier sehen im Rücksetzer? Und da sieht man relativ deutlich, denke ich, dass das hier im Prinzip nicht viel mehr als eine kleine ABC ist. Wir haben eine große übergeordnete Aufwärtsbewegung bei Nordex. Ich hole mir hier die letzten 12 Monate rein. Da sehen wir das sehr schön. Ja, das ist eine saubere Bewegung nach oben. Wenn ich hier mal die letzte Sequenz einzeichne, dann ist im Prinzip das hier unsere große Sequenz in der Nordex-Aktie. Dann hatten wir hier einen recht großen Rücksetzer, eine recht große Korrektur, die auch ziemlich lange gelaufen ist. Aber das, was mir dann gut gefallen hat, war dieses neue Momentum, was hier reingekommen ist in den Bereich um 50 €. Und für den Moment würde ich sagen, sieht es hier wirklich stark nach einer ABC-Konsolidierung aus, die dann im Prinzip nichts anderes ist als diese kleine Gegenkorrektur, dass wir uns dann hier auch mittelfristig nach oben wieder weiter wegbewegen können. Die Nordex-Aktie von Seiten der Bewertung, wenn wir sie uns hier mal kurz reinholen, steht bei einem 17er Kursgewinnverhältnis. Und da muss ich ganz klar sagen, das, was wir auf der Wachstumsseite sehen bei Nordex, das sieht wirklich vernünftig aus. Und das sind auch heute Meldungen hier fürs zweite Quartal, die die Aktie wieder deutlich nach oben drücken. Ja, und das sehen wir ja heute hier um die 6% Anstieg. Und das Ganze hängt hier tatsächlich mit den Auftragseingängen zusammen. Die Auftragseingänge ohne Service sind auf 3054 Megawatt angestiegen. Also das ist eine sehr, sehr kräftige Bewegung, die wir da gesehen haben. Und dementsprechend auch die Kundenanzahl, die nimmt hier zu. Wir sehen also, dass weiter raus diversifiziert wird. Wir sehen, dass die Märkte, also die Regionen, in denen man sich bewegt, immer größer werden. Deutschland, USA und die Türkei sind nach wie vor eben die wichtigsten Bereiche. Und ja, damit hat man hier fürs erste Halbjahr insgesamt einen Auftragseingang bekommen, der rund 10% über dem des Vorjahres lag. Und dazu kommt, dass in diesem Halbjahr der durchschnittliche Verkaufspreis auch noch angestiegen ist. Also insgesamt ist das eine positive Entwicklung hier ganz klar bei Nordex. Die Analysten sehen es positiv. Berenberg hat ein paar sehr positive Kommentare heute gelassen dazu. Otto BHF hat zwar nur eine Neutralbewertung, hat die aber erstmal bestätigt. Kursziel liegt bei 41,50. Das ist also im Prinzip genau in dem Bereich, wo man jetzt ist. Aber die Analysten von Jefferies, ja, die sehen hier nach dem Rücksetzer, den wir gesehen haben, eine sehr attraktive Einstiegschance. Und ja, deswegen, wir sehen hier bei Nordex definitiv weiter eine robuste Nachfrage. Mir gefällt die regionale Breite sehr, sehr gut. Und vielleicht gucken wir hier auch noch mal kurz auf die Fundamentaldaten drauf. Ja, und dann sehen wir nämlich hier auch das weitere Wachstum, was hier erwartet wird. Da liegen wir also dann hier fürs laufende Jahr im Bereich um 78% Wachstum. Danach laufen wir in die 26 und dann in die 11% rein. Und das bedeutet am Ende, dass wenn die Aktie auf dem Niveau verbleiben würde, wo sie jetzt steht, ja, dass dann eben als Folge daraus die Bewertung hier immer weiter zurückkommen würde. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir dann hier in einem Bereich 16 oder vielleicht dann sogar in einem 14er KGV für 2028 hier wirklich, wirklich günstig sind in der Aktie. Und von daher würde ich davon ausgehen, ähnlich wie es eben die Analysten jetzt von Jefferies sehen, dass dieser Rücksetzer, den wir bei Nordex bekommen haben, im Prinzip nichts anderes ist als eine Einstiegschance, hier nochmal beim interessantesten Windkraftkandidaten in Europa, wie ich finde, hier mit dabei. Nvidia, Tesla, Palantir. Welche Aktie bewegt morgen den Markt? Genau das schauen wir uns jeden Tag um 13 Uhr live im OnVista YouTube-Kanal an. Ihr entscheidet im Chat mit, welcher Titel drankommt. Also Kanal abonnieren und morgen live dabei sein.